War das der Anfang einer fantastischen Westernreihe? Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst. Hallo und willkommen auf meinem klimtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch das erste Set von Funholes, die mittlerweile Lumibrix heißen, Westernreihe. Die F9021. Das ist auch allgemein das 21. Set von Funhole, Lumibrix. Ab jetzt sage ich immer nur noch Lumibrix. Mit 2026 Teilen. Hier könnt ihr sehen, Western Saloon von der Old West Serie. Und da sieht man halt ein Saloon mit bisschen hier, ja, Deko würde ich sagen. Im Hintergrund sieht man halt ein bisschen hier Wüstenberge. Nette Box. An den Seiten ist nichts, nur hinten sieht man quasi nochmal, wenn das Licht nicht eingeschaltet ist und wenn das Licht eingeschaltet ist. Aber schon damals hatten sie immer eine gute Airplane-Box, immer in schwarz gehalten, nett. Das Set ist im November 23 rausgekommen. Die Bauanleitung. Eine schöne, dicke Bauanleitung, aber da sieht man, da gab es immer nur ein bisschen About Funhole und dann hier ein Bild aus dem Inneren. Noch ein Bild vom Salon für Inspiration und schon kann man zu Batteriebox und Lichtüberprüfung. Da wurde noch gesagt, wie man die Sticker anbringt. Da hatten sie Transfersticker. Hier, wie man korrekt anbringt mit der Zange, die mitgeliefert wird, wie man den Brick Separator benutzt. Und schon waren die dann bei den Minifiguren und der Bau fing tatsächlich bei Seite 3 an. Wenn man bedenkt, die heutigen Bauanleitungen, die fangen so bei Seite 40 an. Aber auch damals schöne große Bilder, was neu gebaut wird, ist rot umrandet, es wird gut gezeigt, wie die Kabelverlegung ist. Also das haben sie schon immer gut gemacht. Ja, die Bauanleitung, die hat 344 Seiten, 489 Bauschritte. Das Set ist unterteilt in 12 Bauabschnitte. Das heißt 4,14 Teile pro Bauschritt und ca. 168 Teile pro Bauabschnitt. Dann die Maße vom Set. Es ist ja quasi 1,5 Baseplate oder hier Baseplate plus 2, 4, 6 Noppen. Das wären dann 30,5 cm in der Breite. Das ist nicht dazu gerechnet. Kann ich auch schnell ausmessen. Hier 3,5 cm, hier 6 cm und eine Höhe von 9 cm. Aber das Hauptgebäude dann eine Höhe von 20,8 cm und eine Tiefe, da kommen wir wieder zur Baseplate, von 25,5 cm. Der Preis. Aktuell auf der Lumibrix Webseite kostet es 107 Euro, aber es ist nur direkt aus China lieferbar. Da kommt meistens auch noch ein Versand dazu, 10, 15, 20 Euro. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht genau nachgeprüft. Das Set hat ein Gewicht von 1990 Gramm. Das heißt, das wäre ein Teilepreis von 5,28 Cent pro Teil oder 5,38 Euro pro 100 Gramm. Wie ich schon bei den anderen älteren Lumibrix Sets gesagt habe oder Funhole Sets, kann es sein, dass dieses Set auch vom Markt geht. Ob es eine Neuauflage geben wird unter Lumibrix, das weiß man nicht. Auf jeden Fall finde ich es einen tollen Teilepreis.
Und wer die Western-Reihe alles haben möchte, der sollte sich das dann noch besorgen. Dann, das Set hat nur 6 bedruckte Teile und das sind diese hier. Also der Saloon, das ist bedruckt, das ist dieser, glaube ich, UV-Druck, sehr schön. Und es hat 48 Transfersticker. Das alles, diese Holzdielen und das auch, und wir werden auch im Inneren sehen, das ist alles bestickert mit guten Transferstickern. Und hier sieht man sogar hier Railway Station, das war so ein Teaser, das haben wir ja auch schon, dieses Set. Ja, guck, wenn man die Transfersticker anbringt, die sind schon gut. Ja, aber bringt es natürlich besser. Zum Glück machen sie jetzt gar keine Sticker mehr, sie bedrucken ja alles. Das Set hat 3 Minifiguren, die werde ich euch jetzt einblenden. Und dann haben wir halt einen Cowboy mit Hut und rotem Tuch um den Hals. Dann, ja, mit dem grauen Hemd könnte das schon ein Ganove sein. Oder der wird ausgeraubt auf dem Produktbild. Und ganz rechts haben wir wahrscheinlich den Saloon-Mitarbeiter oder Besitzer. 3 Minifiguren, haben keine Wendegesichter, vorne und hinten bedruckt oder halt nur der Bartyp ist auch hinten bedruckt und einfarbige Beine, nichts dual-molded oder eingefärbt. Aber nette Minifiguren. Die Bauzeit von dem Set kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich vermute mal so in 4 Stunden netto Bauzeit hat man das schon durch. Und ja, Beleuchtung. Ich habe jetzt ungefähr gezählt, ich glaube es sind 11 LEDs und drinnen werdet ihr auch einen coolen Kronleuchter sehen. Und ich würde dann sagen, ich mache mein Licht aus und zeige ich euch die Beleuchtung. Ich finde es schön dezent gehalten. Die Frage ist, ich glaube schon, die hatten damals schon Strom. Ja, glaube ich schon. Vielleicht stelle ich mich jetzt dumm an, aber mei. Und hinten sieht man, da ist nichts, aber wenn man es öffnet, da sieht man auch gleich den Kronleuchter und wie cool drinnen es ist. Und hinten die Bar, wie die beleuchtet ist. Und hier. Ja. Ich werde euch versuchen, das auch noch näher einzublenden, wenn ich das Video schneide. Hier hat man auch coolen Kartentisch, wo man wahrscheinlich Poker spielt. Hier Stühle, die sind leider nicht angenoppt. Naja, vielleicht wäre sie auch besser, wenn sie so hier und da stehen. Gerade haben wir ein Klavier. Und dann geht da die Treppe hoch. Ja, aber später dazu mehr. Und da hat man das hier noch. Das sieht man jetzt kaum, aber das kann man hier auch öffnen. Und später zeige ich euch, das ist quasi eine Spielfunktion. So, gehen wir wieder runter. So, und schon ist der Rundgang fertig. Machen wir wieder mein Licht an. Und zeigen wir jetzt das Set so ein bisschen aus der Nähe. Also dann erstmal nochmal das, dass man es besser sieht. Das ist so ein kleines Seitbild mit einem Fass und so. Ein ausgetrockneter Baum. Nichts Besonderes, aber ja, nett. Ich glaube, das baut man ganz am Ende. Dann hier nochmal die Minifiguren. Die tun wir auch weg. Und dann kommen wir so, schauen wir. Da haben wir halt ein Schild, hier so Büsche, Kakteen, so ein Rad, Peitsche. Und dann hier sieht man, kann man das sehen? Diese ganzen, also beklebten Teile, so mit diesen Einschusslöchern, halt wie ein Western. Das fand ich super. Diese Western-Tür, leider auch alles bestickert. Das war schon eine Arbeit. Und ja, entschuldigt den Staub. Ich sehe gerade, da habe ich nicht gut weggewischt. Hier fehlen mir noch ein paar Trans Blue Teile, weil ich habe das auch in einen Mock eingebaut oder halt in meine Westernstadt und das war halt irgendwo anders. Und hier Busch, Kakteen und
diese ganzen Holzdielen und hier so eine kleine Balkon und das ja von welchem Tier könnte das sein? Vom Büffel wahrscheinlich oder sowas. Auf jeden Fall hier auch ein schöner Sticker. Frontier Tavern. So. Und halt das hier vorne Saloon. Und das Obergeschoss auch mit diesen Einschussdielen. Hier haben wir wahrscheinlich so einen Wasserpass für den Wasserspeicher. Oben ist jetzt nichts Großartiges. Und gleich, dass ihr wisst, diese Batteriebox ist nicht die Originale. Eigentlich kam dazu eine schwarze. Aber hier seht ihr nichts gefliest. Da sieht man auch ganz schön viele Kabel. Damals wurde das noch nicht so perfektionisiert wie jetzt. Dann haben wir hier ein bisschen Gewächs. Und dann haben wir hier dieses Ding. Der Plan ist, wenn man das dreht, dass das quasi rausgedrückt wird. Aha. So. Und kann man so einen kleinen Bankraub spielen. Aber das ist jetzt hier recht dunkel. Aber das ist, ja, hier sieht man eine Waffe, ein paar Bilder und so Vorhang. Und da ist auch ein Stuhl drinnen und ein Tisch. Den nehmen wir jetzt raus. So ein Brickbuild-Stuhl, so ein Tisch mit Glas. Nichts Großartiges. Ja, das ist halt die Spielfunktion bei diesem Set. Das habe ich auch gemerkt, bei den Western-Sets integrieren sie immer so eine kleine Spielfunktion. So, machen wir das wieder zu. Und gehen wir dann zu den, sagen wir mal, Highlight. Ja, alles abrupfen ist auch immer gut. So. Und machen wir das auf. Und dann nochmal. Dann sehen wir hinten quasi so diese Tafeln. Da wird quasi jemand gesucht und wieder bei den Spionen da quasi Pläne gemacht. Und dann diese Bar mit Geldscheinen. Ich glaube, die waren auch alle bestickert. Genau, das ist alles bestickert. Das war eine Arbeit. Ich glaube, sogar diese runden Chips waren auch bestickert. Alles. Hier ein schönes Klavier. Da hinten, das könnten quasi so, ja, wie nennt man das? Diese Handtücher, die die Kellner immer tragen. Und dann halt diese ganzen Stühle. Hier haben wir eine Pistole. Und ja, da hinten haben wir auch eine Pistole. Ich glaube, wenn ich mich gut erinnere, in der Bar unten ist auch so eine große Waffe integriert. Also der Bau hat super Spaß gemacht, aber man kann es nicht mehr aufmachen. Das Dach ist nicht dafür gedacht, dass man es runter tut, weil hier sieht man, da gab es noch nicht diese Verbindungsstücke, sondern die Kabel gehen halt direkt hoch. Auf jeden Fall, der Kronleuchter ist richtig cool gebaut. Und ja, es ist ein Western Saloon. Er sieht so aus, wie er aussehen sollte. Und was ich noch zeigen möchte, ist halt hier oben. Seht ihr das? Noch wie man das damals noch verkabelt hat. Ich finde es immer wieder lustig, mal die älteren Sets so mal anzuschauen. Eigentlich kaum zu vergleichen mit den heutigen Sets. Da hat echt Lumibrix einen Haufen Arbeit gemacht, um das alles zu verbessern, und sie hören da auf die Community. Ja, das wäre das Set. Ein Speedbild habe ich ja nicht, weil wie gesagt, das habe ich schon länger gebaut. Auf jeden Fall, ich mag das Set immer noch sehr. Es sieht einfach toll aus. Es ist nicht dafür gedacht, dass man es aufmacht oder keine Ahnung, aber so als Ausstellung, und wenn es so leuchtet, finde ich es super. Man hat ein bisschen Figürchen. Und wenn man sich Mühe gibt mit dem Bekleben der Sticker, sieht auch geil aus. Aber ich denke, die braucht man jetzt, diese Holzdielen kann man jetzt auch weglassen, weil das sieht man von außen. Vielleicht dieser Sticker von der Taverne, aber das Saloon, das ist bedruckt. Was meint ihr? Macht es Sinn zum Beispiel, das noch zu kaufen? Oder denkt ihr, ja, keine Ahnung, warten wir auf einen neuen Saloon, oder es gibt ja auch Saloons von Bluebrix oder keine Ahnung von einem anderen Hersteller. Ich mag es, falls ihr es kaufen möchtet, wie schon gesagt, es gibt noch Direktimport aus China. Rabatte habe ich keine gesehen, aber mit dem Code Kneptastisch
habt ihr 10% Rabatt und über meinen Affiliate-Link, wenn ihr es kauft, könnt ihr natürlich mich damit unterstützen. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.